Es ist ein Horrorszenario für die meisten von uns. Das Handy wird gestohlen. Wenigstens die Daten sind sicher, dank PIN- und Fingerabdrucksensor, denkt man. Doch Fingerabdrucksensoren haben oft gefährliche Schwachstellen. Spoofing nennt sich das Überlisten der Sensoren und es ist viel einfacher als gedacht. Wenn es um Spoofing geht, kennen diese beiden Männer alle Tricks. Bo Pi und Ye He arbeiten für die chinesische Firma Shenzhen Goodix. Pi ist ihr technischer Direktor, He ist ihr Chefentwickler. Gemeinsam haben sie dem Datendiebstahl den Kampf angesagt. 2013 wurde ein Fingerabdrucksensor erstmals in einem Smartphone verbaut und bald wurden sie weltweit populär. Wir haben die gängigen Sensoren untersucht und festgestellt, dass die Technologie enorme Sicherheitsrisiken birgt. Ein Fingerabdruck besteht aus einem einzigartigen Muster von Rillen und Erhebungen. Konventionelle Sensoren dekodieren diese Muster mit Hilfe der sogenannten elektrischen Kapazität. In solchen kapazitiven Sensoren ist ein feines Gitter eingearbeitet, das unter geringer elektrischer Ladung steht. Legt man den Finger auf die Oberfläche des Sensors, so ändert sich die Ladung an den Stellen, an denen eine Erhebung in der Haut ist und den Sensor berührt. Aus diesen Ladungsunterschieden wird der Fingerabdruck rekonstruiert. Das Problem ist, dass mit leitfähiger Tinte gedruckte Fingerabdrücke die vorhandene Technologie schnell täuschen können. Auch mit wachsartigen Materialien gepresste Fingerabdrücke können die Sensoren leicht überlisten. Viel zu einfach. Unser Ziel war es daher, einen Sensor zu entwickeln, der all diese versteckten Gefahren beseitigt. Die beiden Erfinder haben eine Idee. Wenn der Sensor erkennen kann, ob der Fingerabdruck lebendig ist, weiß er, dass eine echte Person dahinter steckt. Ihr erster Ansatz: den Puls checken. Dazu sendet eine LED Infrarotlicht aus, das die Haut durchdringt und zurückgeworfen wird. Schlägt das Herz, verändert das die Reflexion. Die Infrarotlichterkennung der Herzfrequenz kann tatsächlich effektiv funktionieren. Das Problem ist, dass sie relativ langsam ist. Die normale Herzfrequenz beträgt 60 bis 80 Schläge pro Minute. Das bedeutet, dass Sie länger als eine Sekunde mit dem Finger auf den Sensor drücken müssten. In der Welt der beiden Erfinder ist eine Sekunde eine Ewigkeit. Ye He forscht seit vielen Jahren an optischen Sensoren, unter anderem an LiDAR-Radarsystemen. Dieses Wissen ebnet nun den Weg zu einem völlig neuen Ansatz, der auf dem Prinzip der sogenannten spektralen Reflektivität basiert. Durch unsere Finger fließt Blut. Wenn das Licht durch den Finger scheint, hat seine Reflexion ein ganz bestimmtes Frequenzspektrum, zum Beispiel Rot, Grün und Blau. Mit zunehmendem Druck ändert sich dieses Reflexionsspektrum. Dies ist ein zentrales Merkmal, das einen echten von einem falschen Finger unterscheidet. He und Pi machen Tests und analysieren, wie sich das Farbspektrum von reflektiertem Infrarotlicht im Detail verändert, wenn ein Finger mit Blut auf den Sensor gedrückt wird. Es wird die Grundlage für ihre fälschungssicheren Sensoren. Die nutzen nun zwei Prinzipien. Ein kapazitiver Sensor erkennt das Muster des Fingerabdrucks und eine LED durchleuchtet den Finger mit Infrarotstrahlung. Ein optischer Sensor analysiert die Reflexion davon und kann an ihrem Muster feststellen, ob es sich um einen lebendigen Finger handelt. Und das alles im Bruchteil einer Sekunde. Von ihrer Idee bis zum serienreifen Modul dauert es 2 Jahre. Während Pi und He die Technologie entwickeln, bringen ihre Kollegen die Prototypen zur Serienreife und lizenzieren sie ab 2015 an Hersteller von Smartphones und Smart-Home-Systemen. Ihre Technologie ist heute rund um den Globus im Einsatz. Und die Basis für diesen Erfolg sind Patente. Das ist für uns besonders wichtig, da unsere Sensoren von autorisierten Drittfirmen hergestellt werden.
Deshalb müssen wir Ihnen alle technischen Details mitteilen. Und Patente sind die einzige Möglichkeit, unsere Technologie zu schützen. Bo Pi und Yi He entwickeln ihre Sensoren stetig weiter. Ihre Erfindung ist heute in vielen Smartphone-Modellen verschiedener Marken verbaut. Dieses Gefühl ist großartig. Zu wissen, dass täglich mehr als 1 Milliarde Menschen unsere Technologie nutzen, um ihre Privatsphäre und ihr Eigentum zu schützen. Für unsere Ingenieure ein besonderes Erfolgserlebnis. Und das macht nicht nur die beiden Erfinder glücklich, sondern hilft uns allen.